Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Werner Watches YouTube-Video. Ihr seht, es wird heute etwas außergewöhnlicher. Wir machen ein Pack-Opening von auf jeden Fall jetzt schon der besondersten Uhr 2025, die ich ankaufen durfte und eventuell einer der besondersten Uhren, die ich seit sehr, sehr langer Zeit gekauft habe. Es steht auch immer noch in den Sternen, dazu werde ich gleich in dem Video unter anderem auch reden, ob die Uhr vielleicht Teil meiner Privatsammlung wird. Das weiß ich jetzt noch nicht, denn wie ihr seht, ich habe die Uhr noch gar nicht ausgepackt und ich würde vorschlagen, damit legen wir jetzt mal ganz schnell los. So, ich habe jetzt knapp eine Woche auf diese Uhr gewartet. Sie kam aus den USA und dann gab es wie immer Ärger mit dem Zoll. Das ist ja mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme. Und jetzt möchte ich aber endlich sehen, wie die Uhr aussieht, denn die Bilder des Verkäufers, wie es so oft ist, wurden der Uhr nur so bedingt gerecht. So. Oh. Diese FedEx-Pakete sind manchmal ganz schön nervig, aber wir haben es aufbekommen. Ja, ja, ja. Und natürlich ist es doppelt verpackt. Und hier sieht es aber schon besser aus. Ich bin mal gespannt, ob der eine oder andere von euch erraten kann, was es ist. Ich vermute nicht, denn nach meinem jetzigen Wissensstand ist das tatsächlich die einzige und erste Uhr in dieser Konfiguration, die jemals den Weltmarkt gesurfaced hat. Wie gesagt, ich kann mich irren, es kann sein, dass ich irgendwas nicht gesehen habe oder irgendwas nicht finden konnte, aber ich habe viele, viele Auktionskataloge durchgeblättert. Ich habe selbstverständlich im Internet gesucht, ich habe auch mit Leuten geredet, die es besser wissen müssten als ich und noch niemand von all denen hat diese Uhr so schon mal auf dem Markt gesehen. Ich konnte über die Archive bestätigen, dass es sie gibt. Ihr werdet gleich sehen, um was es geht. Das bedeutet, ich weiß, dass es Factory ist, ich weiß, dass es passt. Und ja, jetzt möchte ich aber die Uhr mal sehen. Ach ja. Unten noch weiter verpackt. Das ist mir aber ehrlich gesagt gerade bei Uhren, die aus Übersee kommen, immer ganz recht. Weil die mit Luftfracht und Co. oftmals nicht besonders gut, wie sagt man, nicht besonders gut behandelt werden. So. Oh ja, oh ja, Okay, also ich sehe selbst schon so ein wenig. Ich bin gespannt, ob ihr schon einschätzen könnt, um was es geht. Das ist schon, boah, das ist schon heftig. Also, ich öffne jetzt mal die kleine Packung hier und ich zeige es euch zuerst. Boah, boah, das ist schon der Wahnsinn. Das ist schon echt der Wahnsinn. Also, es handelt sich, wie man unschwer jetzt vielleicht erkennen kann, um eine Cartier Santos Carré Or Massif. Ihr wisst, dass die Or Massif wahrscheinlich meine Alltime Lieblingsuhr ist. Ihr wisst, dass die Or Massif meine Lieblingsuhr ist. De facto meine Lieblingsuhr ist. Und hier haben wir ein, ich will jetzt nicht sagen LNOS, aber ein Mint Example mit volle Länge Band. Ja, also der Zustand entspricht dem, den ich auf den Bildern gesehen hatte. Der Zustand ist atemberaubend. Also die Uhr wurde getragen, aber die Uhr wurde, also das könnten zum Beispiel auch Tragespuren sein, die einfach aus dem Konzessionär stammen. Das macht die Uhr aber nicht besonders, sondern was die Uhr besonders macht, ist das Perlmutt-Ziffernblatt. Das String-Perlmutt-Ziffernblatt, das bedeutet, wir haben außen einen Perlmutt-Teil des Ziffernblatts, der dann durch einen Brillantkranz, der mit Gold umfasst ist, sozusagen gehalten wird. Und dann haben wir auf der Innenseite wiederum Perlmutt, wo dann auch das Cartier-Logo steht. Und also ihr seht, die Freude ist mir, glaube ich, ins Gesicht geschrieben. Als ich die Uhr gefunden habe, da war ich baff, weil also ich wusste aus den Cartier-Archiven, dass es diese Uhr so geben muss, aber hatte keine Vorstellung davon, wie oft die gebaut wurde. Also das ist ja, Mother of Pearl geht ja in die Kategorie Stone Dial, also in die Kategorie eines Steinziffernblattes. Und wenn man sich überlegt, wie selten man diese Steinblatt-Santos-Modelle findet, also selbst Ferrit, und das ist der häufigst verbaute Stein, findet man ja quasi nie, geschweige denn Onyx oder es gibt zum Beispiel auch Tiger Eye Ziffernblätter auf Santos, die habe ich noch nie gesehen in echt. Und ich zähle Perlmutt ehrlich gesagt in die gleiche Kategorie rein. Also es ist echt der Wahnsinn. Also das ist echt, muss man so sagen, oh, Schließe ist auch noch voll, es ist Wahnsinn, wie satt die Schließe noch ist. Braucht fast Gewalt, um die aufzukriegen. Also das ist schon, auch wenn man sich das Band mal anguckt, das ist, also ich meine, Stretch entwickeln diese Bänder ja ohnehin nicht, muss man der Ehrlichkeit halber mal sagen. Also Santos-Bänder mit Stretch hat man relativ selten, also in der MK1-Variante jetzt, wir haben hier eine MK1-Variante, aber so einen Zustand, also so unausgeschlagen, hinten auch
genau wie auf den Bildern erkennbar, also die Tinte ist noch da, es ist kein Verlust der Tinte. Wir haben auf dem Band die Nummer 0485, das lässt auf Baujahr 85 schließen. Wahnsinn. Auch eine vernünftige Seriennummer, 4166, wenn ich mich nicht irre, auf eine 82960. Null, genau, scharfe Hallmarks, also Wahnsinn. Selbstverständlich Brillantkrone, zieht sich auch noch wahnsinnig gut auf. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Also für eine Santos noch einen schönen weichen Aufzug. Also ja, das ist neben einer anderen in Weißgold, die ich euch ja auch schon mal vorgestellt habe, ähm, die vermutlich besonderste und seltenste Santos Carré en Massif, die ich jemals hatte. So, jetzt haben wir mal ein bisschen weggeräumt und das Chaos beseitigt. Und ich habe mir die Uhr auch noch mal ganz kurz angeschaut. Es sind aber nur wenige Minuten vergangen. Eben habe ich gesagt, das Band hätte die volle Länge. Das hat nicht gestimmt. Ich habe gerade noch mal nachgezählt. Es sind 21 anstatt 22 Bandelemente. Aber das ist nun wirklich kein großes Problem für mich. Also ich muss sagen, ich bin, wie eben im ersten Teil auch schon gesehen, ich bin begeistert. Also das Perlmutt ist auch einfach, es ist wahnsinnig schön texturiert. Also man hat ganz oft bei Steinen generell, aber natürlich auch bei Perlmutt, vielleicht sogar besonders bei Perlmutt, das Problem, dass die Texturierung immer unterschiedlich ist. Und oftmals ist es sehr weich zum Beispiel texturiert, nicht besonders farbig und einfach sehr weiß. Und gerade wenn die Bilder nicht gut sind, so wie in diesem Fall, ja, dann kann das eben mal passieren, muss man einfach so sagen. Dass man denkt zumindest, dass das Perlmutt nicht gut aussehe. Jetzt habe ich die Uhr hier aber gerade in den Händen und jetzt habe ich natürlich auch dieses starke weiße Licht und ich sehe jeden Teil der Textur, ich sehe jede kleine Vertiefung und Erhöhung. Das Zifferblatt hat auch keine Risse. Das war eben eine ganz, ganz große Sorge, die ich vorab hatte, weil so ein kleiner Crack auf Perlmutt, den erkennt man nicht sofort. Und jetzt habe ich sie ehrlich gesagt auch noch nicht mit dem Mikroskop angeguckt, aber in der Regel würde man Risse auf Mother of Pearl schon sehen, wenn sie relevant wären. Ich sehe hier überhaupt keinen. Also es ist wahnsinnig gut gemacht. Wir haben diese applizierten römischen Indizes, auch was man auf Santos-Modellen ganz, ganz selten sieht. Also Santos-Modelle, wie ihr alle wisst, haben ja normalerweise die gemalten römischen Indizes. Und hier haben wir jetzt bei 12369 die applizierten goldenen römischen Indizes. Das ist verrückt. Also auch der Gesamtzustand ist einfach verrückt. Ich meine, eine besondere Santos zu finden, ist das eine. Aber diese besondere Santos dann auch in dem Zustand zu finden, in dem man Santos haben möchte, nämlich in perfektem, unpolierten Zustand, das ist ja noch mal viel verrückter, weil ich meine, wie gesagt, die Chance, so eine Uhr zu finden, ist ja schon wahnsinnig gering. Und dass die Uhr dann auch noch kaum getragen wurde, oder wie gesagt, sie wurde getragen, aber eben nur kaum getragen wurde, noch wahnsinnig scharf ist, das ist ja, die Chance geht wirklich gegen null. Und diese Uhr jetzt hier in den Händen halten zu dürfen, natürlich auch nach der Keilerei, die ich da mit dem Zoll hatte, wie immer, das ist schon für mich, also wie gesagt, für mich geht hier, sorry, für mich, da wird schon die Stimme brüchig, für mich geht hier so ein kleiner Traum in Erfüllung, ähm, und ich muss sagen, also das ist für mich wirklich, das ist Endlevel. Also wenn man auf Santos Carrés geht und ihr wisst, dass ich diese Modelle über alles liebe, das sind die Modelle, die mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin, wenn man so weit gehen möchte. Wenn man auf diese Modelle geht, dann ist das wahrscheinlich neben Weißgold- oder Platin-Modellen, die es tatsächlich auch gibt, wahrscheinlich somit das Krasseste, was man machen kann. Also es gibt die Modelle mit Pavé-Ziffernblatt, da hatte ich ja erst kürzlich eine als Octagon-Variante bei mir verfügbar. Die Modelle sind auf einem Niveau, die Stein-Modelle sind auf einem Niveau, aber selbst da muss man differenzieren. Also die klassischen, zum Beispiel Ferrit-Modelle, die sieht man ja wahnsinnig selten, aber immer mal wieder. Also da tauchen irgendwie ein, zwei, drei Stück im Jahr auf. Ich muss euch nicht erklären, wie wenig das ist. Ein, zwei, drei Stück im Jahr. Ich bitte euch. Also das ist, wir reden teilweise von Millionen von Uhren, die ein Hersteller wie Rolex fertigt. Und da reden wir von ein, zwei, drei, die im Jahr den Markt betreten. Das ist eine Uhr, die den Markt so noch nie betreten hat in dieser Variante nach meiner Research und möglicherweise auch nie wieder betreten wird. Wir wissen im Übrigen auch, dass viele dieser Modelle sozusagen nur auf Anfrage gebaut wurden. Das kann ich jetzt bei dieser Uhr nicht bestätigen, aber wir wissen, dass viele von diesen Stone Dials, viele von diesen Special-Varianten ausschließlich Special Request Pieces waren. Das heißt, es gab quasi einen Katalog, in dem man diese Modelle zeigen konnte, also den Interessenten zeigen konnte, aber die Uhr selbst wurde dann quasi auf Wunsch des Kunden gebaut. Und das ist auch hier sehr gut möglich. Ich möchte jetzt nicht wieder anfangen, mit der Seriennummer mir irgendwelche Sachen einzureden, aber wer weiß denn nicht, wenn die Uhr aus 85 ist, irgendwie,
vielleicht 4.1.66 war vielleicht der Geburtstag des Sohnes und die wurde zum Geburtstag verschenkt oder all diese Geschichten oder der Tochter natürlich. Da geht dann bei einer so besonderen, so seltenen Special Request Uhr geht natürlich auch sofort das Kopfkino los und man stellt sich vor, was da gewesen sein könnte, wo die Uhr herkam, was quasi die Geschichte der Uhr ist. Die Uhr kam jetzt, wie gesagt, aus Übersee, die kam aus den USA. Leider konnte ich über den Verkäufer nichts mehr zu der Provenance dieser Uhr herausfinden, aber gut, ehrlich gesagt finde ich das manchmal auch gar nicht so schlimm, weil es ist ja auch schön, sich da so ein bisschen Gedanken zu machen und so ein bisschen, ja, wie gesagt, einfach so das eigene Kopfkino anzuschalten. Ansonsten muss man natürlich sagen, allein die Tatsache, dass es ein Modell ohne Datum und Sekundenzeiger ist, macht die Uhr schon wieder um ein Vielfaches seltener. Ihr wisst, das ist immer so ein Kriterium, möchte ich fast sagen, was die ganz, ganz besonderen Stücke, die Special Request, die Stone Dial Pieces von den anderen Modellen trennt. Das sehen wir zum Beispiel bei manchen Stone Dials nicht. Also die Agate-Ziffernblätter zum Beispiel haben dann meistens noch ein Datum, was ich total verrückt finde. Nicht immer, aber meistens, was ich total verrückt finde. In dem Fall aber kein Datum und keine Sekunde. Das kann man mögen, das kann man nicht mögen. Ich finde das einfach, es trägt dazu bei, es trägt zu der Romantik dieser Uhr bei. Wir sehen, also es ist für mich ja auch gerade die ersten paar Momente, in denen ich die Uhr sehe. Wir haben es fällt mir gerade erst auf, gerade unten bei den Bandelementen, die möglicherweise auch ganz frisch reingefügt wurden, haben wir eine tolle Verfärbung auf dem Gold, die sich dann nach oben weiterzieht. Hier dann teilweise wirklich richtig, richtig, ja, wahnsinnig schön angelaufen. Das Gehäuse ist dann, wie gesagt, auch so leicht rötlich. Die Crown Guards sind noch wahnsinnig scharf. Also das ist schon, das muss man einfach mal sagen, das ist schon eine wahnsinnige, wahnsinnige Uhr. Also eine Uhr dieser Seltenheit in diesem Zustand zu finden, die Chancen gingen gegen null und dass ich jetzt hier wieder eine finden durfte, das macht mich wahnsinnig glücklich und natürlich auch stolz. Und damit kommen wir dann natürlich auch so ein bisschen zum Aufhänger des Videos. Was passiert jetzt mit der Uhr? Ihr könnt euch vorstellen, ich stehe natürlich als Händler immer so ein bisschen, aber auch als Sammler immer so ein bisschen zwischen den Stühlen und ich bekomme dann so eine Uhr und frage mich, wie geht es jetzt damit weiter? Ich meine, die würde ja doch irgendwie mich, beziehungsweise meine Sammlung irgendwie krönen. Die wäre für mich irgendwie so das Piece, was meine Santos-Sammlung vielleicht sogar vollenden könnte. Auf der anderen Seite ist natürlich aber auch immer irgendwie der Geschäftsmann in mir, der sagt, hey, ich muss auch Geld verdienen, mein Kapital ist leider Gottes nicht unbegrenzt und dann stellt sich halt die Frage, wie mache ich weiter mit dieser Uhr? Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass ich es in diesem Video final erörtern kann. Des Preises wegen fürchte ich, dass ich sie verkaufen werden muss. Und nein, das soll hier jetzt kein Verkaufsvideo sein, aber ich fürchte, dass sie den Weg auf den Markt finden wird, weil es sich natürlich bei so einer Uhr, das muss ich euch nicht erklären, um eine wahnsinnig teure Uhr auch handelt. Also ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn eine klassische Or Massif in dem Zustand deutlich nördlich der 20.000 Euro Grenze liegt, dann kostet eine solche mit Factory Brillantbesatz, Factory Mother of Pearl Blood in der Seltenheit als de facto, ja, es ist kein Einzelstück, aber als eine Uhr, die so auf keinen Fall wieder zu beschaffen wäre, da reden wir von einem nicht irrelevanten Multiplikator auf den Grundpreis einer Or Massif und entsprechend fürchte ich, dass ich sie verkaufen werden muss, aber so lange, das kann ich euch sagen, werde ich die Uhr auf jeden Fall ehren und schätzen und wahrscheinlich auch ziemlich viel tragen, natürlich mit aller gebotenen Vorsicht, weil ich weiß, dass so eine Golduhr natürlich auch schnell, gerade mit Stone Dial auch noch, dass so eine Golduhr natürlich gerade auch sehr schnell mal den Geist aufgibt, mal irgendwo eine Macke bekommt, so ein Stone Dial crackt und also ich will nicht wissen, was das kosten würde, so ein Ziffernblatt, abgesehen davon, dass es dann natürlich auch ein Service-Dial wäre, was das kosten würde, so ein Ziffernblatt bei Cartier jetzt sich neu anfertigen zu lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Ziffernblätter auf Lager liegen. Ich vermute, so ein Ziffernblatt wird dann angefertigt und ich will nicht wissen, was das kosten würde. Also da reden wir wahrscheinlich wirklich für die Anfertigung eines solchen Blattes von hohen vierstelligen bis möglicherweise sogar geringen fünfstelligen Beträgen. Kommt dann immer auf die Frage an, wie die so einen Brillantbesatz auf dem Ziffernblatt bewerten. Denn wir wissen, dass Steine, also nicht Edelsteine, sondern halt einfach edle Steine, in dem Fall wirklich die für Ziffernblätter verwendet werden, Perlmutt, Onyx, Lapislazuli, wie auch immer, dass all diese Steine an und für sich schon einen Preis haben, gerade wenn ein Hersteller sie veredeln muss, weil natürlich die Arbeit daran auch wahnsinnig intensiv, also wahnsinnig zeitintensiv und wahnsinnig aufwendig ist. Und wenn man sich dann überlegt, dass da noch Brillanten drauf sind und die Hersteller von Luxusuhren ja schon für Edelsteine auch einen wahnsinnigen Aufpreis immer chargen, also für in dem Fall Brillanten, dann möchte ich wirklich nicht wissen, was alleine so ein Ziffernblatt kosten würde.
So, ihr Lieben, ich habe jetzt meine anfängliche Begeisterung mit euch geteilt. Ihr könnt euch sicher sein, dass da in den nächsten Tagen und Wochen ganz, ganz viele Content-Pieces folgen werden. Ich werde sicherlich einige Reels zu dieser Uhr schießen, so fotogen wie die ist. Natürlich werden wir tolle Fotografien zu dieser Uhr machen und wir werden die Uhr auch sicherlich, beziehungsweise ich werde die Uhr auch sicherlich ganz, ganz viel tragen, weil also das ist schon wirklich, wie ich gerade sagte, das ist eines der Hit-Pieces jemals in der Santos-Kollektion und das bei jemandem wie mir, der ja doch sich zwischenzeitlich fast ausschließlich auf Santos verstand. Also mittlerweile bin ich ja nicht mehr ganz so nischig, aber es gab eine Zeit, wo ich irgendwie von 10, 15 Uhren in einem Job damals dann teilweise auch nur irgendwie 12 Santos hatte. Und für mich als jemand, für den diese Uhr auch emotional einfach eine wahnsinnige Relevanz hat, weil diese Uhr wirklich mir den Weg geebnet hat, den ich gegangen bin und den ich gerade gehe, da dann eine so relevante Uhr dieser Kollektion zu haben. Das ist schon, wirklich, da wird man fast so ein bisschen emotional, wenn ich das so sagen darf. Also ich bin wahnsinnig glücklich, die Uhr jetzt hier zu haben. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass sie heil angekommen ist und dass sie auch meinen Vorstellungen entspricht und ehrlich gesagt sogar meine Vorstellungen übertrifft. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich sie euch so schnell jetzt wirklich wenige Minuten, nachdem sie angekommen ist, präsentieren durfte. Also wirklich der Paketbote stand quasi vor jetzt nach irgendwie 20 Minuten Videodreh irgendwie vor 25 Minuten vor der Tür und hat uns das Paket gebracht. Und da war klar, jetzt müssen wir das filmen, jetzt müssen wir das auch spontan festhalten. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr von dieser Uhr haltet. Ich bin mir auch im Klaren darüber, dass zum Beispiel Perlmutt ja jetzt ein Material ist oder auch ein Stein ist, der zum Beispiel oftmals als sehr feminin abgetan wird. Also wird zum Beispiel der ein oder andere männliche Zuschauer jetzt sagen, hey, die Uhr ist mir viel zu feminin, kann ich verstehen. Vielleicht wird die ein oder andere Dame sagen, hey, ich finde die Uhr total toll, aber sie ist mir zu groß, weil die 2960 natürlich als Herrenmodell schon auch keine kleine Uhr ist. Aber in Summe muss ich einfach sagen, für mich ist das vielleicht eine der, wenn nicht sogar die geilste Or Massif, die ich bis jetzt in den Händen halten durfte. Und ich hatte schon ein paar geile in den Händen, das könnt ihr mir glauben. Ich bin wahnsinnig happy, dass sie jetzt hier ist. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, dass ihr vielleicht diese Euphorie so ein bisschen mit mir geteilt habt während des Zuschauens. Danke dafür und bis zum nächsten Video. Tschüss.